Willkommen bei J-Point Systems und damit zur mittlerweile 5. Folge unserer Retro-Bastelei. Nachdem wir letztes Mal einen ungeplanten Zwischenstopp im Jahr 2001 eingelegt und uns ausführlich mit Intels Rohrkrepierer Willamette beschäftigt haben, geht es heute endlich in das Jahr 2003. Konkret befinden wir uns im ersten Halbjahr des Jahres, schauen uns High-End-Hardware dieser Tage an und können gemeinsam staunen, was sich seit dem letzten Halt so alles getan hat. Dann starten wir mit dieser Schraube. Hierbei handelt es sich um eine Gehäuseschraube, die schon seit vielen Jahrzehnten bei der Montage von PCs zum Einsatz kommt. Sie ist sehr weit verbreitet, allseits bekannt und ein Must-Have für alle PC-Bastler. Während diese Schraube damals ausschließlich silberfarben erhältlich war, gibt es sie seit vielen Jahren beispielsweise auch in schwarz. Wir verwenden für unseren Aufbau 4 Stück davon für unser Netzteil. Ja, ich bin heute ein wenig albern aufgelegt und kann euch zu fast allem irgendetwas erzählen. Oder dieser Kugelschreiber. Nein, okay, lassen wir das. Dann kommen wir zum Mainboard. Wir haben hier ein solides ATX-Board von Asus mit einem Intel Springdale-Chipsatz und es hört auf die Modellbezeichnung P4P800. Das Board schaut noch ziemlich gut aus und wurde vor dem Verkauf auch nochmal getestet. Danke dafür an den Hardware-Dealer meines Vertrauens. Es ist großartig, was du hier ablieferst. Das Board kommt mit dem Sockel 478 daher, der bereits im August 2001 eingeführt wurde und den Sockel 423 nach nicht einmal 9 Monaten ablöste. Und während der CPU-Sockel erkennbar geschrumpft ist, wurde das Retention-Modul zur Befestigung des Kühlers noch ein bisschen mächtiger. Das Board verfügt über einmal AGP, 5x PCI und 4 DIMM-Slots und einen Communication and Networking Riser wie bei den letzten Boards gibt es ja schon gar nicht mehr. Eine weitere Neuerung sind unter anderem die SATA-Anschlüsse. Der SATA-Standard fand ab dem Jahr 2003 seine Verbreitung und läutete langsam aber sicher das Ende von IDE bzw. PATA-Festplatten ein. Dem geneigten Kenner dürfte anhand des Northbridge-Kühlers mittlerweile aufgefallen sein, dass sich das Board ein wenig vom Retail-Design unterscheidet. Denn das hier ist ein OEM-Board, welches damals in Fertigrechnern von MaxData vorzufinden war. Dem Original steht es in nichts nach und es hat alles an Bord, was man braucht. Und selbstverständlich wurde das OEM-BIOS auch hier wieder ersetzt. Das Herzstück kommt wieder von Intel und trägt erneut den Namen Pentium 4. Es handelt sich um die zweite Netboss-Generation alias Northwood, welche im Januar 2002 das Licht der Welt erblickt hat und vieles besser machte als der Willamette. Unser Prozessor ist auch bekannt als Pentium 4C, erschien im April 2003, bringt stolze 3 GHz auf die Waage und hat Hyper-Threading im Gepäck, was dem Betriebssystem 2 CPUs vorgaukelt und, vereinfacht gesagt, für eine bessere Auslastung der Funktionseinheiten sorgt. Weitere Änderungen waren unter anderem das feinere Fertigungsverfahren, wodurch die thermische Verlustleistung anfangs deutlich gesenkt werden konnte, sowie der gesteigerte Frontside-Bus und der verdoppelte Level 2 Cache. Ein schönes Stück Technik, welches gewissermaßen den Höhepunkt der Netburst-Architektur darstellt, doch dazu später mehr. Apropos thermische Verlustleistung. Bei der Kühlung habe ich zuerst über eine schnöde Standardlösung nachgedacht, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, nachdem der Prozessor gut 80 Watt Abwärme erzeugt und den Boxit-Kühler damit schnell an seine Grenzen bringt. Daher fiel meine Wahl auf einen Sky Shuriken in der Revision B, der für eine TDP von 95 Watt konzipiert und damit völlig ausreichend ist. Dank des Designs macht der Kühler nicht nur optisch etwas her und es dürfte aufgrund der Lüfterdimensionen auch ein deutlich leiserer Betrieb möglich sein als mit einer Kombination aus kleinem Luftquirl und Alublock. Bei der Grafikkarte gehen wir ebenfalls keine Kompromisse ein und greifen auf eine ATI Radeon 9800 Pro zurück, welche im ersten Quartal 2003 auf den Markt kam und das ganze Jahr über in der Königsklasse mitgespielt hat. Die Karte basiert im Wesentlichen auf der äußerst erfolgreichen Radeon 9700 Pro, welche im August 2002 die erste DirectX 9-Karte war und Nvidia erstmals die 3D-Krone abgenommen hat. Unser Modell verfügt über 128 MB Videospeicher, den ich rein vorsorglich mit Kühlkörpern ausgestattet habe, denn hin und wieder kam es vor, dass die BGA-Chips einen Hitzetod gestorben sind. Allerdings packe ich diese Karte wieder auf die Seite, denn ich möchte nicht nur ein schnelles, sondern auch ein möglichst leises System. Deshalb setze ich auf eine passiv gekühlte Radeon 9800 Pro von Sapphire, die in Sachen Leistung absolut identisch ist. Zwar wurde diese Karte seinerzeit mit einem zusätzlichen Lüfter ausgeliefert und den habe ich hier auch rumliegen, aber in unserem Aufbau können wir dank des Gehäuses darauf verzichten. Das hoffe ich zumindest. Mitte 2003 war SDRAM schon lange tot und Rambus bzw. RDRAM hat glücklicherweise auch keine Rolle mehr gespielt. Stattdessen hat sich DDR-RAM durchgesetzt, der auch hier zum Einsatz kommt. Wir verwenden 2x 512 MB von Corsair mit einer effektiven Geschwindigkeit von 400 MHz.
Die Kapazität war seinerzeit purer Luxus und im ersten Halbjahr 2003 noch eher die Ausnahme. Über die serienmäßigen Kühlkörper kann man sich hingegen streiten, ob die vor 20 Jahren schon wirklich notwendig waren oder nicht. Ich habe da so meine Zweifel und erinnere mich noch an früher, als man solche Dinger, ich glaube von Revoltec, kaufen konnte und die sich an den RAM gepappt hat. Manchmal kam es dann vor, dass die dicken Wärmeleitpads und die geschlossene Bauweise zu Hitzestaus und infolgedessen zu Abstürzen führte und dann war man erstmal damit beschäftigt, die Dinger wieder vom Speicher zu fummeln. Dann kommen wir zur Festplatte, die zwar nicht das damalige Höchstmaß repräsentiert, aber für unsere Zwecke passt. Ich kriege die Festplatten sowieso nicht voll, weshalb man da ruhig ein Auge zudrücken kann, bevor sich jemand getriggert fühlt, Durchfall bekommt und wieder in den Kommentarspalten wütet. Also, zum Einsatz kommt eine 3,5 Zoll SATA-Festplatte von Western Digital mit einer Kapazität von immerhin 80 GB. Bis auf die Anschlüsse sieht sie genauso aus wie unsere bisherigen Festplatten und unterscheidet sich in der Geschwindigkeit nur unwesentlich vom Vorgänger PATA. Deshalb war es damals völlig egal, wofür sich der Durchschnittsanwender entschied und auch darüber hinaus war es eigentlich Wumpe. Denn selbst Jahre später verharrten die Datentransferraten von konventionellen Festplatten mit ca. 130 MB die Sekunde weiterhin auf PATA-Niveau und daran hat sich bis heute nicht so viel geändert. Das Be Quiet E6 mit 400 Watt kennt man bereits aus der letzten Folge, weshalb ich dazu nichts mehr sagen muss. Selbst wenn hier ein 300 Watt Netzteil grundsätzlich ausreicht, dimensioniere ich das Ganze lieber eine Nummer größer und gehe damit auf Nummer sicher. Das Gehäuse ist wie immer ein Aerocool Quantum Mesh V2 und da wird sich später zeigen, ob der Airflow für unsere Grafikkarte gut genug ist oder nicht. Lassen wir uns überraschen. Zumindest passt das Gehäuse jetzt optisch ein bisschen besser zum Bild als in den vorherigen Videos, denn im Jahr 2003 hielten Kaltlichtkathoden und LED-Lüfter zunehmend Einzug in den heimischen PC. Ja, damals gab es auch schon ein bisschen Bling-Bling für den Rechner, wenn auch nicht so abgefahren wie heute. Dann machen wir uns jetzt an den Zusammenbau. Das Asus P4P800 war eine bewusste Entscheidung und es hatte seinen Grund, warum wir das P4C800 links liegen gelassen haben. Während unser Board mit dem Mainstream-Chipsatz 865PE daherkam, wurde das Topmodell mit Intels 875P-Chipsatz alias Canterwood ausgestattet und kostete ein gutes Drittel mehr. Der einzige nennenswerte Unterschied zwischen den beiden Brettern lag darin, dass man dem Premium-Chip eine Performance Acceleration Technologie, kurz PAT, spendiert hat, was für eine Beschleunigung des Speicherzugriffs sorgen sollte. Auf dem Papier war die Rede von durchschnittlich 5% Benefit gegenüber dem günstigen Ableger, doch die Realität sah anders aus. Die Auswirkungen lagen meistens bei 2%, wenn überhaupt, womit dieses Feature praktisch keinen Einfluss auf die Gesamtperformance hatte. Aber das ist noch nicht alles, denn in diversen Vergleichstests kam man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das P4P800 war sogar schneller als die teurere Konkurrenz und plötzlich das schnellste Board, was man für den Pentium 4C kaufen konnte. Deshalb mauserte sich unsere Platine zu einer gängigen Empfehlung und den Aufpreis zum P4C800 konnte man sich getrost sparen. Für den vermeintlichen Underdog musste man seinerzeit ca. 160 € auf den Tisch legen. Während der Vorgänger Willamette oder beispielsweise auch diverse Pentium 3 Prozessoren für verschiedene Sockel verfügbar waren, wurde mit der zweiten Netburst-Generation das doppelte Lottchen so langsam zu Grabe getragen, auch wenn man mit dem Nachfolger nochmal zweigleisig gefahren ist. Der Northwood wurde ausschließlich im Micro-PGA-Package für den Sockel 478 gefertigt und legte innerhalb kürzester Zeit eine beispiellose Entwicklung aufs Parkett. So startete der Northwood mit 1,6 GHz und erlebte 4 Entwicklungsstufen, in denen nicht nur etwaige Designfehler um mehr als die Hälfte reduziert werden konnten, es wurden jedes Mal auch technische Verbesserungen vorgenommen. Angefangen von der einst reduzierten Leistungsaufnahme gegenüber dem Vorgänger, über die Steigerung des Systemtaktes von 100 über 133 auf 200 MHz, der dank Quad-Pumping nunmehr effektiv 800 MHz betrug, bis hin zur Implementierung neuer Features wie HT. Ferner hat Intel mit der zweiten Netburst-Generation den Basistakt innerhalb eines Jahres um 50% erhöht und das war schon ziemlich sportlich, denn soweit ich weiß, gab es das seither nie wieder. Das von uns verwendete Modell war damals High-End, wenn auch nur für 2 Monate, weil Intel dann eine noch schnellere Version mit 3,2 GHz nachgeschoben hat. Trotzdem war unser 3 GHz Modell ein brandheißer Tipp. Nicht nur, weil AMD den Northwood-Prozessoren leistungsmäßig so gut wie nichts entgegenzusetzen hatte, sondern auch, weil mit Aufkommen des neuen Topmodells die Preise für die bisherigen CPUs deutlich gefallen sind. Und zwar so deutlich, dass der Preisvorteil von AMD-CPUs in diesem Segment praktisch nicht mehr vorhanden war und selbst unser Prachtstück hier günstiger zu haben war als das Silizium der Konkurrenz. Das
war ein Novum. Das war seit dem Thunderbird im Jahr 2000 das erste Mal nach 3 Jahren, dass es für eine kurze Zeit keinen einzigen Grund mehr gab, ein High-End-Modell von AMD zu kaufen. Gegen Ende des Jahres sah die Welt schon wieder anders aus, doch dazu später mehr. Für unseren Pentium 4C wurden damals ungefähr 430 € fällig. Wie eingangs erwähnt, haben wir beim Arbeitsspeicher ein bisschen übertrieben. Unsere Corsair CMX-Module sind echte Luxusteile und dürften mit das Beste gewesen sein, was man damals für bares Geld kaufen konnte. Für High-End-Systeme dieser Zeit waren bereits 512 MB Top-Notch und 1024 MB die Krone der Dekadenz. Der Sprung auf 1 GB fand in der breiten Masse erst etwas später statt. Wer schon ein bisschen früher in den Genuss dieser Kapazität kommen wollte, musste entsprechend tief in die Taschen greifen und in etwa 300 € dafür berappen. Auch wenn unsere Festplatte nicht das damalige High-End-Segment abbildet, war die Kapazität von 80 GB eine übliche Preis-Leistungs-Empfehlung, denn der Aufpreis gegenüber 40 oder 60 GB war nicht wirklich der Rede wert. Ganz anders sah es aus, wenn man hoch hinaus wollte und zu 200 GB griff. Für unsere Standardkost wurden seinerzeit um die 100 € aufgerufen, während man für die Schwergewichte den Geldbeutel nochmal richtig aufreißen musste und gut 380 € hingelegt hat. Die hier verwendeten Gehäuseschrauben sind landläufig auch als Phillips-Hex-Schrauben bekannt. Konkret handelt es sich um zöllige Sechskantschrauben vom Typ UNC 632 mit einem Einheitsgewinde. Eine Besonderheit gegenüber allen anderen Computerschrauben ist die Struktur auf der Unterseite des Schraubkopfes, die bei der Montage eine selbstsichernde Wirkung entfaltet. Auch wenn die Schraube meist aus Edelstahl gefertigt und daher relativ robust ist, liegt das Anzugsdrehmoment lediglich bei einem halben Newtonmeter und sollte keinesfalls überschritten werden. Die Schraube ist trotz ihrer groben Gewindesteigung vielseitig einsetzbar bzw. oft die letzte Rettung für ausgedrehte Gehäuselöcher und besticht durch eine hohe Kompatibilität mit vielen Schraubendrehern. Grundsätzlich waren die Schrauben damals wie heute bereits im Lieferumfang eines Gehäuses enthalten, ansonsten sind hier für eine Schraube ca. 2 Cent fällig. Zwar hat ATI bereits ein gutes halbes Jahr zuvor mit dem R300 einen Volltreffer gelandet, doch die Radeon 9800 Pro war eine Wucht und setzte neue Maßstäbe. Diese Karte hat damals alles in den Schatten gestellt und war bis Ende Oktober 2003 ohne jeden Zweifel das schnellste, was es damals gab. Das war das erste Mal, dass Nvidia keine gescheite Antwort darauf wusste und eine Weile daran zu knabbern hatte. Zwar hatte Nvidia mit der GeForce FX-Reihe unter anderem den legendären NV30 im Angebot, besser bekannt als der Föhn, der ist jedoch hoffnungslos abgestunken. Deshalb hat man nur 2 Monate später mit der FX 5900 eine überarbeitete Version auf den Markt geworfen, die schon deutlich besser war, aber trotzdem noch hier und da krankte und ebenfalls kein Land gegen die Radeon sah. Gegen Ende des Jahres legten beide Hersteller nochmal nach und Nvidia konnte sich mit dem NV38 bzw. der GeForce FX 5950 erstmals, wenn auch nur mit geringem Abstand, gegen den mittlerweile 6 Monate alten Platzhirsch durchsetzen. Doch bei ATI schlief man nicht und machte mit der Radeon 9800 XT den Sack endgültig zu. In der Gesamtheit war die Radeon 9800 Pro übers Jahr die etwas bessere Karte, insbesondere in hohen Qualitätseinstellungen, auch wenn es in dieser Leistungsklasse nicht wirklich von Relevanz war, ob man jetzt 5 Frames mehr oder weniger hatte. Das war mehr eine Jagd nach Prestige und nicht selten eine Glaubensfrage. Da die Mehrheit der Spieler damals wie heute eher auf das Preis-Leistungs-Verhältnis geschaut hat, richtete sich diese Karte tendenziell an Enthusiasten. Wer sich diese Karte damals gönnen wollte, musste gut 450 € locker machen. So lala, es ist vollbracht. Wenn man den PC anhebt, dann ist er gefühlt schwerer als alle bisherigen Retro-Kisten. Dafür, dass alles nur schnell zusammengezimmert und reingeworfen wurde, sieht das sogar ziemlich brauchbar aus. Dann stecken wir mal alles an und schauen, ob ich wieder alles richtig gemacht habe. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das muss auch mal sein.
Sehr gut. Alles leuchtet und dreht. Der Monitor zeigt ein Bild. Soweit wird alles erkannt und dann muss erstmal im BIOS alles eingestellt werden. Ja, dann mache ich alles hübsch und bis gleich. So, ich habe alle Kabel schön einsortiert und dann kommen wir nun zur Installation des Betriebssystems und wagen uns in NT-basierende Gefilde. Die Wahl fällt auf Windows XP Professional mit dem Service Pack 1. Diese Version kam im 3. Quartal 2002 raus und passt damit perfekt zu unserem System. Zwar bin ich ein großer Fan von Windows XP mit dem Service Pack 2, doch das gab es erst im September 2004 und ich möchte das Ganze hier möglichst zeitgerecht halten. Dieses Mal kommt ein externes optisches Laufwerk zum Einsatz, weil wir nun auch im Zeitalter des Bootens von USB-Medien angekommen sind. Ja, das war damals was Neues. Die Installation ist abgeschlossen und dann gucken wir mal, was uns nun erwartet. Das Setup sah übrigens anders aus, als ich es von der Version mit Service Pack 2 gewohnt bin. Ich weiß offen gestanden nicht, ob das so aussehen sollte oder ob das daran liegt, dass das Installationsmedium ein mit Nlight gepacktes CD-Image ist. Vielleicht kann mir jemand von euch was dazu sagen. Der Start dauert jetzt ein bisschen, doch das war beim allerersten Start von Windows XP nichts Ungewöhnliches. Das kennen wir bereits aus den anderen Videos und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Diesen grünen Wiesenhügel dürfte jeder von uns kennen. Schauen wir wieder in den Gerätemanager und machen uns an den DMA-Modus. Da haben wir es, Windows XP Professional mit dem Service Pack 1. Das ist heute das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit dieser Version zu tun habe. Hier fehlen noch allerhand Treiber. Hier ist der DMA-Modus schon mal nicht, dann vermutlich bei den Controllern. Da ist es schon aktiviert. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ach, ich Depp. Der DMA-Modus spielt bei SATA gar keine Rolle mehr. Genius. Okay, dann werde ich mich jetzt um den ganzen anderen Kram kümmern und dann würde ich sagen, bis später. 3 Tage später.
Willkommen zum zweiten Start von Windows XP und bei der Einrichtung ist soweit alles glatt gelaufen. Inhaltliche und optische Unterschiede gegenüber Service Pack 2 konnte ich bis jetzt jedenfalls nicht erkennen und es ist soweit alles da, was da sein muss. Außer dieses dämliche Sicherheitscenter, aber das kam ja erst mit dem Service Pack 2. Dann gebe ich wieder mein tolles Passwort ein und bei Windows XP lässt sich das nicht mehr mit einem einfachen Klick umgehen. Das System wirkt im Gegensatz zu den bisherigen PCs etwas flotter und das Asus Overclocking Tool hat auch geladen. Diese Software ist im Übrigen gar nicht mal so schlecht und ermöglicht das, was das BIOS nicht kann. Denn ohne dieses Programm werden der CPU mindestens 1,55 Volt gegeben, denn weniger ist im BIOS einfach nicht möglich und für einen Pentium 4C ist das eigentlich ein Schnuff zu viel. Bei einem maximalen Strom von knapp 65 Ampere, den diese CPU ziehen darf, ergibt das rein rechnerisch eine elektrische Verlustleistung von maximal 100 Watt und das lässt sich in jedem Fall senken. Mit einer V-Core von ca. 1,27 Volt lässt sich der Pentium 4C immer noch stabil betreiben und die elektrische Verlustleistung sinkt um knapp 20 Watt auf ca. 82 Watt. SI-Software Sandra bescheinigt dem Prozessor sogar gut 30 Watt weniger, doch wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und laut Stromuhr werden durchschnittlich 25 Watt weniger verbraten. Damit verringert sich nicht nur der Verbrauch, sondern auch die erzeugte Abwärme. Die Temperaturen bewegen sich selbst nach Stunden nicht über 35 Grad im Leerlauf hinaus und unter Volllast lag das Maximum bei 44 Grad bei flüsterleisen 1600 Touren. Da kann man wirklich nicht meckern. Den Verbrauch darf man übrigens nicht mit der TDP verwechseln. Das wurde früher gerne mal gemacht und wird es heute vereinzelt immer noch, dass man die thermische mit der elektrischen Verlustleistung gleichgesetzt hat. Das ist aber falsch. Bevor ich jetzt aber die Büchse der Pandora öffne und eine Stunde darüber referiere, verweise ich auf die zahlreichen Artikel im Internet zu diesem Thema und starte nun mit den Benchmarks. Die Grafikkarte aus der letzten Folge habe ich schon ausführlich getestet und werde den Frame-Counter zu Vergleichszwecken wieder einblenden. Dann fühlen wir mal der Radeon 9800 Pro auf den Zahn und sehen uns gleich wieder. 3 Tage später. Dann schauen wir uns die Benchmark-Ergebnisse einmal an, die heute eine Spur umfangreicher ausfallen und bei dem einen oder anderen für ein bisschen Verwirrung sorgen könnten. Als Treiber kommt zum einen ATIS Catalyst in der Version 4.12 zum Einsatz, der damals eine gängige Empfehlung war, und zum anderen der Intel-Chipsatz-Treiber in der Version 502.1003. Für den Vergleich mit unserer Nvidia-Karte aus der letzten Folge greifen wir erneut auf den Detonator 4071 zurück. Beginnen wir wieder mit dem 3D Mark 99 Max und erinnern uns an Folge 4. Mit Intels Rohrkrepierer erreichten wir einen dürftigen 3D-Score von gut 9000 Punkten sowie einen CPU-Score von 21.000. Stellt man der GeForce 3 Ti 200 einen gescheiten Unterbau zur Verfügung, dann kann sie sich noch ein wenig entfalten und schafft immerhin 14.000 Zähler und unser Pentium 4C kredenzt uns mit einem Score von über 40.000 beinahe das Doppelte. Das verdeutlicht einmal mehr die Abhängigkeit zwischen Grafikkarten und Prozessoren, die ich in der Vergangenheit schon mal angesprochen haben dürfte. Ob das folgende Ergebnis eine Konsequenz dieser Kausalität ist oder ob es doch am Benchmark selbst liegt, darüber kann man sich nun streiten. Die Radeon 9800 Pro schafft hier gerade mal 16.000 Punkte und das ist nicht der Wert, den man bei einem solchen Brett erwarten würde. Zwar stellt die hier verwendete Zusammenstellung eine damalige High-End-Konfiguration dar, andererseits sollte dem treuen Zuschauer nunmehr hinreichend bekannt sein, dass selbst Top-CPUs seinerzeit nicht in der Lage waren, die Grafikkarten optimal auszulasten. Ob allerdings unser Pentium 4C die Grafikkarte tatsächlich so sehr ausbremst oder ob es vielmehr selbst am Benchmark liegt, steht in den Sternen. Da ich keine bessere Plattform mit AGP-Bus habe und meine alten Schätze nicht übertakte, werden wir das wohl nie erfahren. Ich vermute aber sehr stark, dass es am 3D Mark 99 Max liegt. Da zwischen diesem Programm, welches noch auf DirectX 6 setzt, und unserer Hardware bereits 4 Jahre liegen, steht die Aussagekraft ohnehin auf sehr wackeligen Beinen. Selbiges gilt auch für den 3D Mark 2000. Diesen Benchmark bekomme ich unter Windows XP trotz aller Versuche und Patches nur im Kompatibilitätsmodus zu laufen und auf meinem Retro-Notebook mit Windows 2000 ist es genau das gleiche Spiel. Der Zielkonflikt besteht nun darin, dass der Kompatibilitätsmodus die Resultate so sehr verzerrt, dass die Ergebnisse weder verwertbar noch vergleichbar sind. Wir schauen uns den Schmarrn der Ordnung halber trotzdem mal kurz an. Mit dem Pentium 4 Willamette und unserer Spar-GeForce erreichten wir im letzten Video valide 8300 Punkte.
Mit unserer High-End-Plattform bleibt der Score unverändert, was jeder Grundlage entbehrt, und die Radeon 9800 Pro bringt ja gerade mal 11.500 Zähler auf die Waage. Zwar lässt sich hier eine Steigerung erkennen, die deutlich höher ausfällt als beim 3D Mark 99 Max, trotzdem ist diesen Werten keinerlei Bedeutung beizumessen. Da es sich hierbei um ein DirectX 7 Benchmark handelt und wie der Vorgänger auch bei dieser Hardware im Prinzip keine Rolle mehr spielt, kommen diese beiden Benchmarks fortan nicht mehr zum Einsatz. Schließlich befinden wir uns mittlerweile im Jahr 2003. Dann werfen wir einen Blick auf den 3D Mark 2001, der nun näher an der Realität ist, und rufen uns die Ergebnisse vom letzten Mal ins Gedächtnis. Unser Netburst Rambus Totalschaden schaffte mit Mühe und Not 6300 Punkte und das war ausschließlich auf die DirectX 8 Unterstützung der Grafikkarte zurückzuführen, ansonsten wäre das wohl noch katastrophaler ausgefallen. In Verbindung mit unserem Pentium 4 der zweiten Generation werden der Nvidia-Karte nun 8200 Zähler bescheinigt und das ist für die alte Budgetkarte durchaus respektabel, auch wenn man ganz klar sagen muss, dass eine solche Kombination völlig Banane wäre. Bei meinen Zusammenstellungen achte ich nicht nur darauf, dass sich das zeitlich ausgeht, sondern auch in Sachen Leistung zusammenpasst. Genauso wäre es absoluter Quatsch, wenn ich die Radeon 9800 Pro in unseren Pentium 3 PC packen würde. Es mag zwar Leute geben, die das wohl so handhaben, ich für meinen Teil lege jedoch Wert auf Ausgewogenheit. Unser High-End-Beschleuniger kann hier erheblich mehr reißen und zieht mit mehr als dem Doppelten davon, was aber zu erwarten war. Für zwei wegfallende Benchmarks kommt nun ein neuer hinzu, und zwar der 3D Mark 03. Der passt perfekt in unsere heutige Zeitreise und macht von den neuen DirectX 9 Features Gebrauch. Die GeForce 3 Ti 200 kann hier mit zarten 900 Pünktchen aufwarten, verabschiedet sich erhobenen Hauptes und macht nun Platz für den Auftritt unseres Grafikmonsters von ATI. Sagt man eigentlich ATI oder ATI? Ja, egal. Die Radeon 9800 Pro schafft hier gut das Sechsfache und das ist schon ziemlich mächtig. Falls sich nun einer fragt, warum das so ist, der drückt jetzt bitte auf Pause, geht in die Ecke und schämt sich eine Minute dafür, dass er gerade nicht richtig aufgepasst hat. Für alle anderen geht es gleich weiter mit den Ergebnissen aus SI Software Sandra. Allerdings gibt es auch hier ein kleines Update. Während wir in der Vergangenheit die Version 2002 Professional verwendet haben, gehen wir auch hier mit der Zeit und nutzen nun die Standardversion 2004 mit Service Pack 2. Da es allerdings nicht unerhebliche Messunterschiede zwischen den beiden Versionen gibt und die Vergleichbarkeit zur letzten Folge gewahrt bleiben soll und ich keine Lust auf halbgare Umrechnungen habe, gibt es der Einfachheit halber heute einen Balken mehr zu bewundern. Beginnend mit dem Arithmetik-Benchmark schauen wir darauf, wie groß die Unterschiede gegenüber der letzten Folge sind. Intels neues Flaggschiff ist hier erkennbar schneller und setzt ganz neue Maßstäbe. In der neuen Version von SI Software Sandra verschiebt sich das Ganze ein wenig, aber der Wert würde sich beim Willamette ebenfalls ändern. Vermutlich werden von Mal zu Mal Programmfunktionen und Routinen an die neuen technischen Gegebenheiten angepasst, weshalb es da solche Abweichungen gibt. Ich bin da nicht so tief in dem Software-Game drin, aber irgendjemand von euch weiß das sicherlich besser. Im Multimedia-Benchmark ist die Sache ähnlich. Der Pentium 4C hat hier erneut einen signifikanten Vorsprung gegenüber dem ersten Netburst-Ableger und kann diesen meilenweit hinter sich lassen. Allerdings dürfte das nicht nur am schnelleren Systembus und höheren Kerntakt sowie der verbesserten Architektur liegen, auch das neu eingeführte Hyperthreading hat hier einen kleinen Einfluss. Ohne dieses Feature würden in den Benchmarks ca. 10–15% weniger bei rumkommen, was sich aber nicht 1:1 in die Praxis übertragen lässt. Am Ende des Tages kommt es auf die jeweilige Anwendung an, ob und wie sehr sie von HT profitiert oder nicht. Und manchmal gibt es sogar überhaupt keinen Unterschied. Zum Abschluss wenden wir uns wieder der Speicherbandbreite zu. Während die Durchsatzraten des RD-RAMs im letzten Video mit 2,4 GB die Sekunde recht ansehnlich waren, macht unser DDR-RAM mit knapp über 4 GB die Sekunde eine gute Figur. Hätten wir jetzt nur einen RAM-Riegel drinnen, dann wäre bei spätestens 3 GB die Sekunde Schluss und es würde insgesamt ein bisschen Systemleistung flöten gehen. Dank 2 Modulen läuft der Arbeitsspeicher jedoch im Dual-Channel-Modus und das war damals quasi Pflicht und daran hat sich ja auch nach über 20 Jahren bis heute nichts geändert. In der Theorie wären bei DDR400-Speicher sogar bis zu 6,4 GB die Sekunde möglich, aber in der Theorie könnte ich auch ein Flugzeug fliegen, in der Praxis käme das jedoch einem Absturz gleich. Dann mache ich mal alles zu. Gegenüber den letzten beiden Videos liegen technisch fast 2 Jahre dazwischen und es ist bemerkenswert, was sich in dieser kurzen Zeit wieder alles getan hat. Auch wenn sich heutzutage immer noch einiges bewegt, geht es mittlerweile deutlich gemächlicher zu. Dann schauen wir uns jetzt die Spieleleistung an und auch bei der Spieleauswahl gehen wir mit der Zeit. Ja, eine Folge voller Veränderungen. Da wir aber noch einen Vergleich zur letzten Hauptfolge ziehen wollen, spielen wir noch einmal 2 bekannte Titel an und beginnen mit Need for Speed Hot Pursuit 2.
Bevor sich einer echauffiert, dass ich hier immer noch das 4:3 Format nutze, ja, ich könnte 1080p einstellen und die Hardware würde das zumindest im Desktop-Betrieb packen und ich habe während der Einrichtung wirklich versucht, mich damit anzufreunden. Aber das fühlt sich irgendwie falsch an, um nicht zu sagen befremdlich. Und so wirklich Lust, mir hier einen ollen gammeligen Monitor hinzustellen, habe ich auch nicht. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Optionen. Nachdem wir uns das letzte Mal von 16-Bit Farbtiefe verabschiedet haben, sagen wir ab der heutigen Folge auch der 1024er Auflösung Tschüss und gehen auf 1280 x 1024. Zumindest fand diese Auflösung zu der Zeit vermehrt Anwendung. Dann werden wir mal auch hier für ein bisschen Abwechslung sorgen und fahren für die letzte Tour in diesem Teil eine andere Strecke. Und beim Auto, was nehmen wir denn Schönes? Einen Ami-Schleifer von Dodge. Tja, was soll man dazu sagen? Ein Blick auf den Frame-Counter offenbart, was unsere High-End-Karte so kann. Das Spiel kann die brachiale Leistung gut umsetzen und es werden ungefähr dreimal so viele Frames gezeichnet wie mit der GeForce 3 Ti 200. Dabei muss ich dazu sagen, dass ich bei der Nvidia-Karte die Tests bereits zu ihren Gunsten in 1024 x 768 durchgeführt habe, weil sie mit höheren Auflösungen hoffnungslos überfordert ist und die Bildraten in den Keller stürzen. Bei der Radeon 9800 Pro spielt es hingegen keine Rolle, welche Auflösung ich wähle. Trotzdem kann man an den Frame-Countern, abgesehen von der Überlegenheit der Radeon, zwei weitere Dinge erkennen, die ich schon das eine oder andere Mal angesprochen habe. Das eine sind die Frameraten unserer Nvidia-Karte. Wenn man an Folge 4 zurückdenkt, dann stellt der treue Zuschauer fest, dass es hier nun so gut wie keinen Unterschied gibt, obwohl die Benchmarks etwas anderes vermuten ließen. Das unterstreicht meine wiederkehrende Aussage, die ich immer wieder predige, dass sich die Benchmark-Ergebnisse nicht 1:1 in die Praxis übertragen lassen. Während unserer Spar-GeForce in den synthetischen Tests dank des Unterbaus eine Mehrleistung von ca. 30% bescheinigt wurden, bleibt in dem Spiel hier nichts mehr von übrig. Das andere ist das Bottleneck, welches sich hier unschwer erkennen lässt. Der Pentium 4C rechnet, was das Zeug hält, doch die GeForce 3 Ti 200 kann hier einfach nicht Schritt halten. Während sich in den letzten beiden Videos der Prozessor gewissermaßen als Bremsklotz erwies, ist es nun die Grafikkarte, der hier zweifelsfrei die Puste ausgeht. Mit der Radeon 9800 Pro hat unsere CPU einen passenden Spielgefährten und das unterstreicht meine zweite rekurrente Predigt, dass die Zusammenstellung stets ausgewogen sein sollte. Eine 100%ige Abstimmung wird man in der Praxis niemals hinbekommen, doch die Komponenten sollten schon möglichst gut zusammenpassen. Das war damals schon so und hat sich bis heute ebenfalls nicht geändert. Das Spiel läuft jedenfalls ziemlich gut und dann bringen wir unsere letzte Runde Need for Speed Hot Pursuit 2 in unserer Retro-Bastelei zu Ende und bewundern mit einem lachenden und einem weinenden Auge noch ein wenig die schöne Landschaft. Ja, so macht Spielen Spaß und dann geht es zurück auf den Desktop. Der zweite Kandidat zu Vergleichszwecken ist Mafia. Schauen wir uns auch hier wieder die Einstellungen an. Die Auflösung wurde angepasst, Anti-Aliasing ist nun auf zweifach aktiviert und alle anderen Optionen wurden nicht angefasst. Unsere Budgetkarte aus der letzten Folge rennt wieder unter vereinfachten Bedingungen, um den Vergleich zum letzten Mal nicht zu verfälschen. Ich habe den Eindruck, dass das Ganze auch ein bisschen flotter lädt als die letzten Male. Die Ingame-Optionen sind wieder voll aufgedreht und dann cruisen wir wieder eine kleine Runde. Die Polizei hat mich das letzte Mal dezent genervt und wird deshalb abgeschaltet und im Rahmen der Abwechslung fahren wir heute mal mit etwas anderem rum.
Diesmal ruckelt hier nichts umeinander und wenn man sich hier die Frame-Counter anschaut, dann konterkariert das meine Aussagen, die ich vor 2 Minuten noch getroffen habe. Wir erinnern uns jetzt mal gemeinsam an Folge 3 und Folge 4. Wer jetzt erst zugeschaltet hat, dem empfehle ich grundsätzlich noch die vorherigen Videos zu schauen. Zwar sind die Videos alle in sich selbst geschlossen, jedoch bauen die Folgen aufeinander auf. Also falls jemand mal nicht weiß, wovon ich gerade rede, dann ergibt sich das meist aus den vorangegangenen Filmchen. Also, bei unserem Aldi-PC war die Performance in Mafia für die Tonne und das war in Anbetracht der relativ betagten Hardware durchaus erwartbar. In Folge 4 gab es wider Erwarten keinen Unterschied und das Spiel lief sowohl mit der GeForce 2 GTS als auch mit der GeForce 3 Ti 200 gleichermaßen beschissen. Während wir mit der Nvidia-Karte in Need for Speed Hot Pursuit 2 gerade keinerlei Skaleneffekte hatten, schaut die Welt bei Mafia nun anders aus. Wir haben hier lockerflockig ein gutes Drittel mehr Power als noch mit unserem Pentium 4 Willamette. Das entspricht in etwa dem, was uns die Benchmarks in Aussicht gestellt haben und das lässt sich durchaus mit der deutlich leistungsfähigeren Plattform erklären, so weit, so gut. Ja, das war jetzt nicht so gut. Beim Frame-Counter der Radeon 9800 Pro zeigt sich ein gänzlich anderes Bild. Es gibt kein überragendes Leistungsplus und von den massiven Zugewinnen, wie wir sie gerade noch hatten, ist jetzt nichts mehr zu sehen. Das hat jetzt allerdings nicht so viel mit der höheren Auflösung oder dem Anti-Aliasing zu tun, wie man es vielleicht vermuten mag. Was bleibt, ist die CPU. Doch in diesem Fall ist die Last zu gering, um zweifelsfrei von einem CPU-Limit sprechen zu können. Bei Mafia liegt das vielmehr an der LS3D-Engine, die ja zum Einsatz kommt und ich meine mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass die richtig viel Rohleistung braucht, um überhaupt aus dem Knick zu kommen. Und um solche Stunts hier zu berechnen. Soweit ich weiß, gab es auch nur eine Handvoll Spiele, die auf diese Engine gesetzt haben und das wird schon seinen Grund gehabt haben. Trotzdem zeigt dieses Beispiel ganz eindrucksvoll, wie unterschiedlich die Anforderungen sein können und dass das, was für das eine gilt, noch lange nicht auf das andere zutreffen muss. Im Großen und Ganzen läuft das Spiel Tat und Schuld angemessen und dann geht es wieder retour zu Windows. Dann wenden wir uns jetzt ein paar Spielen aus dem Jahr 2003 zu. Die treuen Zuschauer unter euch dürften meine Präferenzen so langsam kennen, weshalb die Auswahl fast schon vorhersehbar sein dürfte, ebenso der erste Kandidat. Und was haben wir hier? Richtig, GTA Vice City. Das Spiel kam im September 2003 für den PC raus und räumte, wie der Vorgänger auch, Top-Wertungen ab. Ein schneller Blick in die Optionen, 1280er Auflösung, 32-Bit und alle Regler auf Maximum und dann schauen wir mal. Dann sorge ich noch geschwind für schönes Wetter. So, dann schnappen wir uns mal einen fahrbaren Untersatz. Inhaltlich und spielerisch hatte es ein bisschen mehr zu bieten als der Vorgänger, allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich anfangs nicht so wirklich warm damit geworden bin. Das müsste 2004 gewesen sein und ich habe damals sehnsüchtig auf Briefpost von meinem Cousin gewartet, der mir die gebrannte Version samt Crack zugeschickt hat. Ups, habe ich das gerade wirklich gesagt? Na, wie ärgerlich. Grüße gehen raus an meinen Lieblingscousin. Ich hab's natürlich gekauft, wollte ich sagen. Als ich dann GTA Vice City das erste Mal auf unserer Live-Tech-Möhre daheim gespielt habe, habe ich es nach 10 Minuten wieder deinstalliert und bestimmt über ein Jahr in der Ecke liegen lassen. Das lag aber nicht an dem schrottigen Rechner daheim, da lief das sogar relativ brauchbar und es lag auch nicht an dem 80er-Jahres-Setting. Ich fand es damals einfach nur zu schrill und zu sehr überzeichnet. Da war mir die graue Tristesse aus GTA 3 irgendwie lieber. Ich habe dann irgendwann später zu dem Spiel gefunden und hatte auch da meinen Spaß daran. In Sachen Performance läuft das hier ziemlich gut und das Spiel basiert wie der Vorgänger auch auf der Renderware Engine. Allerdings hat man da wohl noch ein bisschen dran rumgefeilt, denn ich finde, dass das insgesamt ein Nuckel besser läuft als GTA 3, obwohl die Systemanforderungen ein bisschen knackiger ausfallen. Das war damals schon auf dem Schrottrechner so und hier ist das ähnlich. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Die aktuellen Frameraten sind für das Spiel schwer in Ordnung, es dürfte aber auch nicht so viel mehr sein, andernfalls ändern sich nämlich die Fahrzeugeigenschaften und die Autos beschleunigen und bremsen deutlich schneller, die Lenkung wird wie beim Go-Kart und ich glaube, dass sich das sogar auf das Kollisionsverhalten auswirkt. Bei der Ballistik bin ich mir gerade nicht sicher, aber das Spiel verhält sich dann ein bisschen anders. Aber dafür gibt es ja dann den Frame-Limiter und dann ist bei 30 oder 60 Bildern pro Sekunde Feierabend. Ich glaube, ich fliege mal geschwind zur Militärbasis und klaue mir den Kampfhubschrauber, der da rumsteht.
Sie haben Ihren Zielpunkt erreicht. So, schnell noch eine Bruchlandung hingelegt und dann ab in den anderen Heli. Hätte ich mir vorher eine Polizeiuniform besorgt, dann würden die mich in Ruhe lassen, aber das wäre ja nur halb so spannend. Nein! Und das Scheißding brennt schon. Naja, hätte ja klappen können. Boah, hab ich das Scheißteil gehasst. Das Telefon hat immer völlig random geklingelt und ging dir so lange auf die Nerven, bis du irgendwann rangegangen bist. Furchtbar. Yeah, I know what you mean, man. Und dann beenden wir das mal wieder. Das nächste Spiel ist ebenfalls von Rockstar und hat ausnahmsweise nichts mit GTA zu tun. Ich weiß noch ganz genau, wie diese Renderanimation damals auf dem Live-Tech-Haufen vor sich hingeruckelt ist. Ja, hier nochmal das Logo. Ja, damit auch der Letzte schnallt, dass das Spiel von Rockstar kommt. Midnight Club 2. Das Spiel war gar nicht mal so schlecht und hat für viele lustige Stunden gesorgt. Der erste Teil kam meines Wissens nach Ende 2000 raus und den habe ich nie gespielt. Jetzt schalten wir mit einem Cheat mal alles frei, da ich kein Safe-Game mehr von früher habe. Ja, ich habe meine Safe-Games über die Jahre immer gesichert und habe die dann bei einer Neuinstallation des Spiels wieder rübergebügelt, nur für Midnight Club 2 habe ich keins. Schauen wir auch hier auf die Optionen. 1280er Auflösung, 32-Bit und alles eingeschaltet, was geht. Es gab 3 Städte, die sich thematisch voneinander unterschieden haben, es gab mehrere Spielmodi und jetzt machen wir mal eine kurze Spritztour. Autos gab es auch allerhand und die kommen einem durchaus bekannt vor, heißen aber anders. Unser Modo Prego erinnert zweifelsfrei an einen 911er Porsche, allerdings sind die Fahrzeuge nicht lizenziert und tragen deshalb einen anderen Namen. Ist bei GTA auch nicht anders. Man konnte die Tageszeit, das Wetter und das Verkehrsaufkommen einstellen und dann fahren wir jetzt mal eine Runde. Das Fahrverhalten ist natürlich kein Vergleich zu Need for Speed Hot Pursuit 2. Das Spiel ist sehr arkadelastig und die Fahrphysik zweifelsfrei auf Spaß ausgelegt. Die Autos fahren sich wie auf Schienen, lenken sich sehr direkt und so kleine Stunts konnte man auch machen. Und wie man sieht, gab es auch ein rudimentäres Schadensmodell. Gegenüber Need for Speed Underground, was ein halbes Jahr später rauskam, wirkt das hier vielleicht alles ein bisschen blass, aber man hatte hier nicht unbedingt den Anspruch, alles mit quietschebunten Neonlichtern voll zu pflastern, auch wenn sich eine gewisse Inspiration aus Fast and Furious nicht von der Hand weisen lässt. Dafür sorgt der Verkehr sowie die Passanten für ein nettes Gewusel und lässt die Städte etwas lebendiger wirken. Während ich noch ein bisschen rumgurke, mit dem Ziel, die Karre zu Schrott zu fahren, noch ein kurzes Wort zum Prozessor, bevor ich es vergesse. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass unser Pentium 4 Northwood gewissermaßen den Zenit der Netburst-Architektur darstellt. Wie wir bereits wissen, ist der erste Pentium 4 alias Willamette mit Pauken und Trompeten gescheitert, sorgte für Kopfschütteln und Gelächter, vergrätzte viele Spieler und hinterließ einen erheblichen Image-Schaden. Mit dem Northwood wendete sich Anfang 2002 das Blatt. Die Fachwelt war begeistert, denn Intel übertraf sich selbst und stellte einen Leistungsrekord nach dem anderen auf und AMD hatte es plötzlich sehr schwer, da noch Schritt zu halten. Mit dem Northwood wurde der Pentium 4 auf einen Schlag zum Champion, man konnte die Konkurrenz deutlich hinter sich lassen und war wieder die erste Wahl für Enthusiasten. Doch nach fast 2 Jahren fand der Siegeszug ein jähes Ende und für den Pentium 4 ging es dann nur noch bergab. Mit dem K8 alias Athlon 64 und FX gelang AMD im September 2003 ein großer Wurf und man fand zu alter Stärke zurück. Mit diesem Hammer, im wahrsten Sinne des Wortes, brachte man Intel erneut in Bedrängnis. Zwar war die Fangemeinde anfangs noch nicht so recht von den neuen Prozessoren überzeugt, doch AMD präsentierte kurz vor Jahresende eine leicht abgespeckte Version mit einer erstaunlich guten Spieleleistung auf Augenhöhe für einen geradezu unverschämt guten Preis. Das war der erste Sargnagel für den Pentium 4. So schickte Intel im Februar 2004 die dritte Netburst-Generation ins Rennen und lieferte mit dem Prescott gleich den zweiten Sargnagel hinterher.
Die Erwartungen waren hoch, doch die Vorschusslorbeeren konnten nicht eingelöst werden, denn die Leistung von Intels Neuling war insgesamt enttäuschend. Nicht nur, dass man plötzlich nicht mehr die Nummer 1 war, das neue Flaggschiff war zu allem Überfluss auch noch langsamer als der schlagkräftige Vorgänger. Doch woran lag es? Wir erinnern uns an Folge 4, als man beim Pentium 4 Willamette die Pipeline gegenüber dem Pentium 3 von 11 auf 20 Stufen verlängert hat. Das gleiche Spielchen hat man beim Prescott wiederholt und die Pipeline auf nunmehr 31 Stufen erweitert. Schließlich waren hohe Taktraten das erklärte Ziel und man wollte 5 GHz und mehr erreichen, doch daraus wurde nichts. Bei 3,8 GHz war der Ofen endgültig aus, denn der Verbrauch erreichte exorbitante Höhen und man wurde der Abwärme einfach nicht mehr Herr. Damit hat man das vorher aufpolierte Image wieder gründlich mit dem Arsch eingerissen und die geneigten Spieler sind schreiend und in Scharen davongelaufen. Alles, was danach kam, glich einer Verzweiflungstat, denn man wollte auf Biegen und Brechen die Krone wieder zurück. Auf dem Papier gelang das auch vereinzelt, doch in der Praxis war die Mühe vergebens. Folgerichtig hat Intel danach den Stecker gezogen, alle Bemühungen rund um die NetBIOS-Architektur eingestellt und den Pentium 4 Anfang 2006 mit dem Cedar Mill sterben lassen. So, die Karre ist nun auch endlich Schrott und verabschiedet sich mit einem Feuerball. Das Spiel lief jedenfalls ganz geschmeidig, auch wenn Fraps hier seinen Dienst verweigert hat, und es macht auf jeden Fall Fun. Dann schauen wir uns ein weiteres Spiel aus 2003 an, welches ebenfalls seine Daseinsberechtigung hatte. Zumindest wurde es bereits Ende 2003 in den USA veröffentlicht, auch wenn es bei weitem nicht an die damaligen Top-Titel heranreichte. True Crime Streets of LA. In unseren Breitengraden war das Spiel zwar erst im Mai 2004 erhältlich, zeitlich passt es trotzdem ganz gut in unsere Zeitreise. Als Erstamtshandlung schauen wir auch hier auf die Optionen. Wir nutzen hier ausnahmsweise eine 1024er Auflösung, weil es keine Option für 1280 x 1024 gibt, ansonsten ist alles wie gehabt. Los geht's! Die Videosequenzen überspringen wir mal, auch wenn die Szenen gut inszeniert sind und meiner Meinung nach detaillierter aussehen als bei GTA Vice City, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Inhaltlich geht das Spiel einen etwas anderen Weg, auch wenn gewisse Parallelen vorhanden sind. Hier ist man kein Kleinkrimineller, der sich stückweise hocharbeitet, um am Ende den Bossen das Licht auszuknipsen, sondern ein suspendierter Cop, der nun beim EOD tätig ist und den Verbrechern das Handwerk legt, auch wenn man hier später ebenfalls irgendwelchen kriminellen Größen den Gar ausmacht. Der Ablauf ist dabei zwar ähnlich wiederholend, fahr hierhin, fahr dahin, mach den platt und hau dem aufs Maul, doch die Story ist nicht linear und hat je nachdem, welche Missionen man bestreitet, mehrere Enden. Zwischendurch kann man auch auf Verbrecherjagd gehen, indem man die eingehenden Polizeimeldungen abarbeitet und damit sein Karma-Konto auffüllt, oder man verbessert seine Skills, indem man irgendeine Schießbude oder einen Boxclub aufsucht. Überprüfen wir mal den Kerl hier, der sieht nämlich sehr verdächtig aus. Schauen wir da noch. Alle guten Dinge sind 3. Ups. Gut, dann starten wir mal die Mission. Well, this place looks interesting. Some partner you are. You, sure you want to fight? Okay, I guess you do. Das hat ein bisschen was von Tekken oder Street Fighter oder sowas und das ist ein Stück anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Mit fortschreitendem Spielverlauf zieht auch der Schwierigkeitsgrad deutlich an und man kann sich dann beispielsweise auch herumliegenden Gegenständen bedienen, um beim Gegner bleibende Eindrücke zu hinterlassen. Grafisch ist das Spiel sicherlich keine Meisterleistung, spielerisch kam man nicht an die Konkurrenz aus dem Hause Rockstar an, es gab auch kein Wettersystem und ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel gab. Doch die Spielwelt ist wirklich gigantisch, dagegen wirkt ein jedes GTA winzig und man kann ja schon eine Menge Schabernack treiben, so ist es nicht. Doch aufgrund dieser schieren Größe hätte ein bisschen mehr Inhalt gewiss nicht geschadet. Kämpfe, Schießereien und andere Handgreiflichkeiten standen jedenfalls im Vordergrund und mal auf der anderen Seite des Gesetzes zu stehen, hat schon Spaß gemacht. What's that? I can't hear you. Oh, you can't hear me either. What?
Rosie, wait! You forgot your fortune cookie. Auch das Waffensystem ist halbwegs durchdacht und ausbalanciert und wird ebenfalls zunehmend komplexer. Wir befinden uns jedoch noch am Anfang des Spiels, weshalb ich leider nicht so viel zeigen kann. Ja, auch hier habe ich kein Safe-Game, warum auch immer. Eigentlich sollte ich eins haben. Das Spiel läuft hier relativ gut, auch wenn der Frame-Counter zwischendurch bei 60 stehen geblieben ist. Das scheint wohl eine vertikale Synchronisation oder ein Frame-Limiter innerhalb des Spiels dazwischen zu hauen und dann gehen wir wieder zurück auf den Desktop. Auch wenn ich Open-World und Rennspiele präferiert habe, habe ich auch andere Genres gespielt. So gab es auch noch andere Titel, die mich in ihren Bann gezogen haben und einer davon war Call of Duty. Auch wenn das Spielprinzip nichts Neues war und es ein Jahr zuvor schon Battlefield 1942 gab oder Konflikte Surdstorm und so'n Zeug, hat das viele vom Hocker gehauen, mich inklusive. Wir schauen auch hier mal kurz auf die Optionen. Die Auflösung ist wie gehabt. Und alles bis auf Anschlag aufgedreht. Dann laden wir mal was. Oh, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Dann beginnen wir einfach dort, wo ich zuletzt aufgehört habe, wo auch immer das sein mag. Ich glaube, dass man erst ab dem zweiten Teil die Mission direkt auswählen konnte, sofern man die schon freigespielt hat. Dann schauen wir mal. Mein letzter Ego-Shooter ist jedenfalls schon eine ganze Weile her. Schnell noch die Gesundheit auffüllen. Da fühlt man sich sofort in die Zeit zurückversetzt. Hab dich. Dich auch. Da ist was los. So. Du da hinten bist offensichtlich respawned. Komm her. Yes! Ja, ich bin kein Profi, doch aus dem Auto heraus ist es dann doch deutlich schwieriger, was zu treffen. Wobei es bei diesen Fahrtmissionen, glaube ich, völlig egal ist, ob man überhaupt was trifft oder nicht. Ich habe damals auch schon den einen oder anderen Ego-Shooter gespielt, so ist's nicht. Allerdings hat sich das eher auf Tom Clancy's Rainbow Six Serie und sowas in der Richtung beschränkt. Wobei ich dazu sagen muss, dass dieses Rumgeschleiche mit Schalldämpfer unter Gefahr, jederzeit entdeckt zu werden und bereits nach einem Treffer hinüber zu sein, auch seinen Reiz hatte. Da war das hier schon ein bisschen was anderes und hat ebenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht, was nicht zuletzt an der herausragenden Inszenierung lag. Ich habe übrigens im Rahmen der Retro-Bastelei festgestellt, dass in der Vergangenheit wohl eine Menge guter Titel einfach an mir vorbeigegangen sind. Entweder liefen die Spiele auf unserer Live-Tech-Möhre daheim oder später auf meinen eigenen Schrotthaufen nicht, oder es hat mich damals nicht interessiert oder ich habe es gar nicht erst mitbekommen. Ich werde das eine oder andere Spiel außerhalb der Videos sicherlich noch nachholen und schauen, ob ich mich dafür begeistern kann. Das Spiel flimmert jedenfalls ziemlich flüssig über den Monitor, sieht auch für heutige Verhältnisse noch irgendwie brauchbar aus und dann wechseln wir wieder zurück zu Windows. Was können wir uns sonst noch so anschauen? Eigentlich eine ganze Menge, aber wir müssen mal langsam zum Ende kommen, bevor das hier ausartet. Ich könnte euch zum Abschluss wieder ein Highlight von Davilex zeigen, zum Beispiel den Autobahnraser 4. Der ist aber dermaßen schlecht, dass unser PC zum Selbstschutz vermutlich abstürzen würde. Wirklich, dagegen wirkt selbst der USA-Raser fast schon gut.
Stattdessen gucken wir uns noch einen Klassiker an, der zeitlich zwar nicht ganz korrekt ist, allerdings habe ich den ersten Teil ebenfalls nie gespielt. Need for Speed Underground 2 kam ein Jahr später im November 2004 raus und war der 8. Serienteil und eine Ecke umfangreicher und hübscher als der direkte Vorgänger. Wir schauen uns zuerst wieder die Einstellungen an, was auch sonst. Wir scrollen hier einmal durch. Es ist alles voll aufgedreht, außer hier das Anti-Aliasing, darauf können wir verzichten und dann cruisen wir mal ein bisschen rum. Was nehmen wir denn Schönes? Wir hätten hier einen unscheinbaren Ford Focus, nicht der schönste, aber schnell, einen aufgemotzten Mustang oder einen Stahlklumpen von Cadillac. Wir nehmen den Ford mit dem Pferd und legen los. Oh, schön. Da werden sofort alte Erinnerungen wach. Übrigens hat mich erst meine damalige Freundin auf Underground 2 gebracht. Vorher wusste ich gar nicht, dass es den Teil von Need for Speed überhaupt gibt. Das war allerdings erst 2007. Da habe ich mir kurz vorher für knapp 200 € auf eBay eine gebrauchte Fujitsu Siemens Workstation gekauft mit einem Pentium 4B mit 2,8 GHz und einer GeForce FX 5200. Die Grafikkarte habe ich dann wenig später durch eine GeForce 4 Ti 4600 ersetzt, weil ich gelesen hatte, dass die Underkarte so unfassbar lahm ist. Für mehr hat mein Geld einfach nicht gereicht. Ja, damals war ich jung, dumm und chronisch pleite, aber das war nach meinen Pentium 3 Office-PCs mein allererster gescheiter Rechner, auch wenn er zum Zeitpunkt der Anschaffung schon längst out of date war. Trotzdem war ich mächtig stolz darauf, dass die paar Spiele, die ich seinerzeit gespielt habe, nun deutlich besser liefen und ich endlich mal was anderes zocken konnte, wie zum Beispiel diesen Titel hier. Heute bin ich knapp doppelt so alt, ein bisschen schlauer und nicht mehr ganz so pleite und ich kann mir die Hardware von damals nun endlich leisten. Gut, für aktuelle Hardware reicht's ebenfalls und mein aktueller PC spielt auch ziemlich weit oben mit, dafür fehlt mir heuer die Zeit zum Spielen. Doch damit bin ich vermutlich nicht alleine. Irgendwann im Leben hat man einfach seine Verpflichtungen und nicht selten verschieben sich die Prioritäten im Laufe der Zeit und dann spielt man in seiner begrenzten Freizeit lieber an etwas anderem oder an jemand anderem herum und macht halt so Erwachsenenzeug. Das heißt aber nicht automatisch, dass man deshalb nie wieder am PC oder der Konsole sitzt und sich nicht doch mal für einen Moment entkoppelt und einfach mal was daddelt, wenn man mal nicht raus will und sozial gesättigt ist. Andere schauen dabei halt Netflix, lesen ein Buch oder gucken dieses Video hier. Das ist alles völlig in Ordnung. Gutes Stichwort, denn völlig in Ordnung läuft auch dieses Spiel. Auch wenn zwischen diesem Titel und unserem PC gut 18 Monate liegen. Hätten wir jetzt hier nur einen Mittelklasse-Rechner stehen, dann sehe das sicherlich anders aus. Grafisch weiß der Teil zu gefallen, die verschiedenen Rennmodi haben Laune gemacht und der Fuhrpark sowie die Tuningmöglichkeiten waren immens. Wenn man das jetzt mit Midnight Club 2 vergleicht, fallen trotzdem kleinere Schwächen auf. Zum einen gab es ausschließlich Nachtfahrten und die Map wirkt trotz aller Effekte relativ statisch und leer, ein bisschen mehr Lebendigkeit wäre nicht schlecht gewesen. Und was ich von fehlenden Schadensmodellen halte, das wisst ihr ja bereits. Ansonsten ist das schon in Ordnung und hat auch für allerhand Spaß gesorgt. Dann beenden wir das mal wieder und machen jetzt den Sack für heute zu. Damit sind wir nun am Ende dieser Folge angekommen und es hat mir wieder richtig getaugt. Dieses Video ist ein bisschen länger geworden als geplant, aber es gab, weiß Gott, allerhand zum Spielen, Testen und Erzählen, auch wenn ich mir zwischendurch schon auf die Zunge beißen musste und versucht habe, mich auf das Wesentliche zu beschränken. Klar, ich könnte auch alles auf 5 Minuten runterbrechen, getreu dem Motto, hier ist die Hardware, da ein paar Benchmarks und jetzt schleicht's euch, aber das widerstrebt mir. Das liegt aber nicht daran, dass ich so selbstverliebt bin und mich gerne reden höre, sondern daran, dass damals wahnsinnig viel passiert ist und eine staccatoartige Abhandlung würde dieser Epoche einfach nicht gerecht werden. Einer hat mal mit einem Augenzwinkern kommentiert, dass meine Videos ein bisschen wie ein Lehrvideo rüberkommen. Ja, dem stimme ich zum Teil sogar zu. Das liegt am selbst auferlegten Bildungsauftrag, dem ich hier nachkomme. Grundsätzlich möchte ich euch nicht einfach nur ein paar Zahlen und Balken hinscheißen, vielmehr möchte ich euch einen möglichst abgerundeten Einblick in die damalige Entwicklung und ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Insbesondere jenen unter euch, die diese Ära nicht erlebt oder mitgemacht haben.
In der nächsten Folge sind wir bereits auf der Zielgeraden und machen eine Zeitreise in das Jahr 2006. Entsprechende Hardware habe ich hier selbstverständlich schon rumliegen und es gehen wieder Grüße raus an den Hardware-Dealer meines Vertrauens. Du bist sehr, sehr geil. So long, vielen Dank fürs Zuschauen, danke für euer Feedback, macht's es gut und bis zum nächsten Mal.